Du hast am Anfang erwähnt, wegen der langjährigen Zusammenarbeit. Ich denke, diese Zusammenarbeit, die funktioniert, also eine lange Zusammenarbeit kann nur, die basiert auf einem Vertrauen, gegenseitiges Vertrauen und natürlich auch auf der Qualität der gelieferten Ergebnisse von eurer Seite und auch die Qualität der Anforderungen von unserer Seite. Das ist natürlich immer die Kehrseite der Medaille. Schlechte Anforderungen führen zu weniger guten Ergebnissen, das ist so. Die Swisscom ist bekannt als eine sehr innovative Firma und wir waren immer eigentlich an vorderster Front, auch in Sachen wie Kassensystemen, das ist ja nicht unsere Kernkompetenz, aber wir wollten immer die neuesten Sachen unseren Kunden zur Verfügung stellen. Wir haben zum Beispiel diese mobilen Arbeitsstationen auf dem Tablet. Dieses Konzept haben wir entwickelt, respektive die Idee, weil wir gesagt haben, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Jobs, die sollen geführt werden, also die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen den Kunden zu der Ware, zu der Ausstellware führen und so haben sie das auf dem Tablet machen können und konnten durch den ganzen Shop den Kunden begleiten. Und wenn es schlussendlich zu einem Abschluss gekommen ist, dann konnte man von diesem Tablet aus eine fixe Station anwählen, um den Zahlvorgang abzuschließen. Genau, und den Beleg zu drucken. Genau. Und das war absolut ein Novum. Das war ja immer sehr innovativ und das hat ja für uns auch immer irrsinnig Spaß gemacht. Das war auch immer herausfordernd, aber das ist auch ganz wichtig, dass man Schritt halten kann. Ja, und ihr habt sicher auch diese Ideen dann aufgegriffen, in eigene Module verpackt und sie dann auch hoffentlich weiter vermarkten können. Natürlich haben wir das irgendwie als große Ehre wahrgenommen, weil sehr oft im Prinzip war man auf die EDV-Shop-Systeme, da laufen ja auch viele andere Applikationen auch im Shop, haben wir von euch sehr oft die Bewertung bekommen, ja, Wincash ist das stabilste System. Das war natürlich immer als solches für uns natürlich, sage ich mal, der Ritterschlag für die Qualität und sicher bestimmt auch ein Garant, dass wir so lange erfolgreich und auch noch erfolgreich zusammenarbeiten werden mit dem Hause Swisscom. Ja, ich hoffe das, ja. Aber es ist schon so, eben, ich habe es ja eingangs erwähnt, die Qualität ist natürlich sicher ein großer Erfolgsfaktor. Das ist richtig, ohne das wäre auch die Zusammenarbeit sicher nicht so lange gewesen. Wenn du an eine NTS denkst jetzt und einer sagt, ja, du hast ja viele Lieferanten gesehen, logischerweise in deiner Karriere bei NTS, gibt es etwas, wo du denkst, das ist besonders, das ist jetzt nicht alltäglich. Also NTS, das würde es ein bisschen hervorheben oder seid besonders in der Zusammenarbeit. Fällt dir da ad hoc spontan was ein dazu? Eben, ich denke, es ist ich glaube, ich habe es erwähnt, die Flexibilität, weil wir haben sehr oft Wünsche oder Anforderungen ausgesprochen und dann aufgrund von Business-Entscheiden bei uns war eigentlich, hätte man die Lösung schon fast gestern haben müssen. Und dann haben wir oft Nacht- und Nebelaktionen gemacht, um etwas einzuführen, weil das wurde bei uns teilweise schon kommuniziert in der Presse. Es kommt dann irgendwann mal etwas, also Ankündigung natürlich nicht was, neue Produkte, und das war intern ganz klar von der obersten Geschäftsleitung bei uns, das war ganz klare Deadline und bis da musste man was haben. Und dann haben wir dann unkompliziert, ohne jegliche teilweise ohne jegliche große Methodik einfach das zusammen eine Lösung gesucht, das eingeführt. Vielleicht war es nicht immer die beste, aber wichtig ist, dass es funktioniert hat. Das ist mit einer Firma wie die NTS nicht um despektierlich zu sein, eine relativ kleine Firma natürlich, logisch, aber ich denke, da ist
auch die Entscheidungswege sind in dieser Firma natürlich relativ rasch. Günther, du bist der CEO, früher war es dein Vater, also das, die Entscheidung. Und wir hatten dann immer direkt Kontakt. So mit einem, ich sage immer gesagt, rotes Telefon. Genau. Wenn irgendwas nicht läuft, dann kommt das Telefon. Plus, das steht noch immer da in einem Nachkästchen. Und kannst immer noch anrufen. Und das ist vielleicht, wenn du sagst, was fällt mir ein, das ist vielleicht ein Stichwort, das rote Telefon. Genau. Das ist doch ein Stichwort. Ja.